Guten Tag an alle. Ich bin Peter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oder herzlich willkommen, wenn ihr heute zum allerersten Mal zuhört. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die ich lange mit mir getragen habe. Eine Geschichte über einen Moment, der alles verändert hat. Über Mut, über Zweifel, über das Loslassen und darüber, was wirklich passiert, wenn man sich entscheidet, noch einmal von vorne zu beginnen. Habt ihr euch jemals morgens aufgewacht und gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt? Nicht, weil etwas Schlimmes passiert wäre, nicht, weil ihr krank wäret oder Sorgen hättet, sondern einfach dieses leise, tiefe Gefühl, tief im Bauch, das sagt, das bin nicht ich, das ist nicht mein Leben. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Und diese Geschichte beginnt genau dort. Es war ein Dienstag im November. Draußen war es grau und kalt, der Regen klopfte gegen die Bürofenster. Ich saß an meinem Schreibtisch in einer mittelgroßen Buchhaltungsfirma in Hamburg. 10 Jahre hatte ich in diesem Büro gearbeitet. 10 Jahre dieselbe Strecke zur Arbeit, dasselbe Mittagessen in derselben Kantine, dieselben Zahlen auf demselben Bildschirm. Ich war gut in meinem Job. Mein Chef sagte das regelmäßig. Peter, du bist das Fundament dieser Abteilung. Zuverlässig, ruhig, präzise. Ich nickte dann immer und lächelte freundlich. Innerlich dachte ich, ein Fundament bewegt sich nie. Es liegt einfach da. Es trägt andere. Aber es geht nirgendwo hin. An diesem Novemberdienstag starrte ich auf meinen Bildschirm und die Zahlen verschwammen vor meinen Augen. Nicht, weil sie schwierig waren. Nein, die Arbeit kannte ich in- und auswendig. Mein Kopf war einfach woanders, weit weg von diesen Tabellen. Aus einer plötzlichen, fast kindlichen Laune heraus öffnete ich ein neues Browserfenster. Meine Finger tippten fast automatisch. Wie wechselt man den Beruf mit 38? Ich weiß selbst nicht, warum ich das getan habe. Vielleicht war es ein Impuls, vielleicht war es ein Hilferuf an mich selbst. Aber was ich in den nächsten Stunden las, veränderte etwas in mir. Da waren Menschen, echte Menschen, die genau dasselbe gefühlt hatten wie ich. Krankenpfleger, die mit 40 angefangen hatten zu studieren. Ingenieure, die ihre eigene Bäckerei eröffnet hatten. Lehrer, die zu Fotografen wurden. Banker, die jetzt auf Booten lebten und Segelkurse gaben. Und dann ein Kommentar, der mich stoppte. Ich war Buchhalter. Mit 41 habe ich eine Schreinerei eröffnet. Ich habe nie bereut. Ich las diesen Satz 3-mal. Mein Kollege Thomas klopfte an die Tür. Peter, alles okay? Es ist schon 2:30. Ich schaute auf. Die Mittagspause hatte um 13 Uhr geendet. Ich hatte es nicht gemerkt. Ja, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Thomas sah mich komisch an, sagte aber nichts weiter. Ich fuhr an diesem Abend sehr langsam nach Hause. Ich ließ andere Autos überholen. Ich parkte in der Einfahrt und blieb einfach sitzen. Im Dunkeln, im Regen. Die Heizung summte leise. Draußen tippelte der Regen auf das Autodach. Ich dachte nach. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit dachte ich wirklich nach. Nicht über Zahlen, nicht über Deadlines, nicht über das nächste Meeting. Ich dachte, was will ich? Was wollte ich immer wollen? Was hat mich jemals wirklich lebendig gemacht? Und dann, plötzlich, war die Erinnerung da. Wie ein warmes Licht aus einem Zimmer, das ich lange nicht betreten hatte. Mein Großvater hieß Wilhelm. Er war Tischler. Er hatte eine kleine Werkstatt hinter seinem Haus und als ich ein Kind war, war diese Werkstatt mein Lieblingsort auf der ganzen Welt. Der Geruch von frischem Holz. Das Geräusch der Säge. Die weichen Holzspäne auf dem Boden. Großvater Wilhelm lehrte mich, wie man Holz misst, wie man schleift, wie man mit Geduld und Sorgfalt etwas formt. Er sagte einmal zu mir, Peter, Holz lügt nicht. Es reagiert darauf, wie du es behandelst. Mit 17 hätte ich gerne Tischler gelernt. Ich hatte sogar einen Ausbildungsplatz gefunden. Aber meine Eltern, sie meinten es gut, das glaube ich wirklich, sagten, Peter, das ist kein sicherer Beruf. Lerne Buchhaltung, das ist solide. Das gibt es immer. Und ich hörte auf sie, weil ich ein guter Sohn war, weil ich keine Probleme machen wollte. Jetzt saß ich mit 38 Jahren in einem Regenauto in Hamburg und fragte mich, ob ich jemals wirklich selbst entschieden hatte. Ich stieg aus dem Auto, öffnete die Haustür. Der Geruch von Abendessen kam mir entgegen. Elena kochte Nudelsuppe. Sie schaute mich an und sagte sofort, was ist los? Frauen bemerken immer alles. Das ist eine Tatsache. Nichts, sagte ich. Alles gut. Sie legte den Löffel hin und schaute mich ruhig an. Peter. Und bei diesem einen Wort, meinem eigenen Namen, brach etwas in mir auf.
Ich setzte mich an den Küchentisch und erzählte ihr alles. Den Browser, den Kommentar, Großvater Wilhelm. Den Ausbildungsplatz, den ich nie angenommen hatte. Elena hörte zu. Sie unterbrach mich kein einziges Mal. Als ich fertig war, schwieg sie eine Weile. Dann sagte sie leise: »Ich wusste das schon lange.« »Was wusstest du?« »Dass du unglücklich bist. Ich habe nur gewartet, bis du es selbst merkst.« Ich schluckte. »Und was soll ich jetzt tun?« Sie lächelte. »Das weißt du selbst.« In den nächsten Tagen suchte ich im Internet nach Tischlerkursen in Hamburg. Es gab einen Abendkurs, samstags, von 9 bis 13 Uhr in einer kleinen privaten Werkstatt am Stadtrand. Der Kurs hieß schlicht Holzbearbeitung für Erwachsene. Ich meldete mich an. Ich sagte niemandem davon. Nicht meinen Kollegen, nicht meinen Eltern. Nur Elena wusste es. Der erste Samstag. Ich war früh wach, früher als nötig. Ich trank Kaffee alleine in der Küche, bevor Elena aufstand. Ich war nervös. Ich war 38 Jahre alt und nervös wie ein Erstklässler vor dem ersten Schultag. Die Werkstatt war ein einfacher, heller Raum mit hohen Fenstern. Es roch nach Holz und Holzöl, und in diesem Moment, als ich eintrat und diesen Geruch einatmete, musste ich kurz die Augen schließen. Es war wie eine Erinnerung, die man nicht gewusst hatte, dass man sie noch hat. Der Kursleiter hieß Klaus, ein ruhiger Mann, Mitte 50, mit breiten Händen und einem ruhigen Lächeln. Er begrüßte uns alle und sagte: »Willkommen, hier gibt es keine Fehler, hier gibt es nur Erfahrungen. Wer das versteht, der lernt schnell.« Ich schaute mich um. Ich war der Älteste im Raum. Die anderen waren Studenten, eine junge Frau, die Designerin werden wollte, ein Rentner namens Gerhard, der einfach immer schon mal Holz bearbeiten wollte. Ich lachte innerlich. Und dann lachte ich auch außen. Echtes Lachen, das ich seit Monaten nicht gespürt hatte. Die Wochen vergingen. Samstag für Samstag. Ich lernte wieder. Meine Hände erinnerten sich schneller, als ich gedacht hatte. Als würden sie die alten Bewegungen nur wiederentdecken, nicht neu lernen. Klaus sagte einmal zu mir: »Du hast Gefühl für das Holz, Peter. Das kann man nicht lernen. Das hat man. Oder nicht.« Diese Worte begleiteten mich eine lange Zeit. Gleichzeitig war mein normaler Alltag unverändert. Montag bis Freitag. Büro, Zahlen, Meetings. Das Doppelleben war anstrengend. Ich schlief weniger. Ich trank mehr Kaffee. Ich war abends manchmal so müde, dass ich beim Essen fast einschlief. Aber ich war lebendig. Das war der Unterschied. Eine Müdigkeit, die sich gut anfühlte. Elena sah es. »Du siehst anders aus«, sagte sie eines Abends. »Müde? Nein, wach.« 9 Monate nach diesem Novemberdienstag begann ich ernsthaft zu planen. Ich nutzte meine Buchhalterkenntnisse, zum ersten Mal war ich dafür dankbar, und schrieb einen Businessplan. Kleine Werkstatt, Maßmöbel für Privatkunden, Reparaturen, Auftragsarbeiten. Niedrige Anfangskosten, wenn man klug plant. Ich besuchte Messen. Ich sprach mit Tischlern, die selbstständig waren, manche erfolgreich, manche weniger. Ich stellte Fragen. Ich hörte zu. Ich lernte. Und dann, an einem Freitagmorgen im August, die Sonne schien, es war warm, Hamburger Sommer, legte ich meinen Kündigungsbrief auf den Schreibtisch meines Chefs. Er las ihn schweigend, schaute auf, schaute mich an. »Peter, du bist seit 10 Jahren hier, zuverlässig, wichtig. Ich dachte, du bleibst bis zur Rente.« »Das dachte ich auch mal«, sagte ich ruhig. »Und jetzt? Was machst du?« »Ich werde Tischler.« Er schwieg lange, dann sagte er langsam: »Du bist verrückt.« Ich nickte. »Vielleicht, aber es ist eine gute Verrücktheit.« Er verstand es nicht wirklich. Manche Kollegen schüttelten den Kopf. Einer sagte: »Peter, du hast eine sichere Stelle aufgegeben.« »In dieser Wirtschaft?« Ein anderer sagte: »Ich wünschte, ich hätte deinen Mut.« Diesen zweiten Kommentar vergesse ich nie. Die ersten Monate als selbstständiger Tischler waren die härtesten meines Lebens. Nicht körperlich, körperliche Arbeit mag ich, sondern finanziell, mental. Ich verdiente deutlich weniger als vorher, viel weniger. Elena arbeitete mehr Stunden. Wir zogen in eine kleinere Wohnung. Wir gingen seltener essen. Wir machten keinen Urlaub. Es gab Nächte, in denen ich an der Werkstatt saß und die Zahlen betrachtete und dachte: Habe ich einen Fehler gemacht? Es gab Momente der echten Angst. Nicht Panik, aber diese kalte, stille Angst, die nachts kommt. In diesen Momenten rief ich manchmal Klaus an. Er hörte zu. Er sagte meistens nicht viel. Einmal sagte er:
Peter, jeder gute Tischler hat eine Phase, in der das Holz nicht mitmacht. Dann wartet man arbeitet weiter, das Holz gibt nach. Ich lachte und arbeitete weiter. Der Wendepunkt kam unscheinbar. Nicht mit einem großen Auftrag oder einem langen Artikel in der Zeitung. Er kam durch eine ältere Frau namens Frau Brandt. Sie hatte mir einen kleinen Auftrag gegeben. Einen Esstisch aus Eichenholz. Für 4 Personen, schlicht aber schön. 3 Wochen später rief sie an. Ich dachte, Reklamation. Irgendetwas stimmt nicht. Ich nahm nervös ab. Herr Müller, sagte sie, ich rufe nur an, um Ihnen zu sagen, dieser Tisch ist das Schönste in meiner Wohnung. Ich schaue ihn jeden Morgen beim Frühstück an und bin froh. Ich stand in meiner Werkstatt, die Hände voller Holzstaub und musste schlucken. Das freut mich sehr, Frau Brandt. Wirklich sehr. Ich schicke Ihnen meine Tochter. Sie sucht einen Schreibtisch. Ich legte auf und blieb einfach stehen. Mitten in der Werkstatt. Im Holzstaubgeruch. Im Herbstlicht, das durch das Fenster fiel. Das war der Moment, in dem ich wusste, es war richtig. Heute sind es 3 Jahre. 3 Jahre seit diesem Freitagmorgen, an dem ich gekündigt habe. Meine Werkstatt ist klein, aber sie ist bekannt. Ich habe 5 treue Stammkunden und jedes Jahr kommen neue dazu. Ich verdiene nicht das, was ich als Buchhalter verdient habe, noch nicht. Aber ich verdiene genug und ich bin glücklich, das ist keine kleine Sache. Ich schlafe tiefer als früher. Ich wache morgens auf und will aufstehen. Wirklich aufstehen, nicht nur müssen. Ich bin müde abends, aber das ist die gute Müdigkeit von jemandem, der den Tag wirklich gelebt hat. Manchmal, wenn ich abends die Werkstatt absperre und die letzte Lampe ausmache, denke ich an Großvater Wilhelm. Er hat das nie erfahren. Er ist schon lange nicht mehr da. Aber ich glaube, er würde lächeln, wenn ihr mich fragt, Peter, bereust du etwas? Dann sage ich immer dasselbe. Ja, die 9 Jahre, in denen ich gewartet habe. Ich sage das nicht, um euch zu erschrecken oder unter Druck zu setzen. Ich sage es, weil ich glaube, dass viele von euch dieses Gefühl kennen. Dieses Gefühl tief innen, das flüstert, vielleicht gibt es noch etwas anderes für dich. Ihr müsst nicht morgen kündigen, ihr müsst nicht alles riskieren. Manchmal reicht ein kleiner Schritt, ein Abendkurs, ein ehrliches Gespräch, eine Frage an euch selbst. Was hat mich als Kind lebendig gemacht? Wo verliere ich die Zeit, weil ich so vertieft bin? Das ist kein schlechter Anfang. Ich würde sehr, sehr gerne von euch hören. Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob ihr im richtigen Beruf seid? Oder habt ihr einen Wechsel gewagt? Groß oder klein? Schreibt mir in die Kommentare. Ich lese alles. Ich antworte auch, soweit es geht. Und wenn euch diese Geschichte heute etwas bedeutet hat, wenn sie euch zum Nachdenken gebracht hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das hilft dem Kanal wirklich. Und wenn ihr mehr solche Geschichten auf Deutsch hören wollt, abonniert Wow Spoken German. Jede Woche gibt es eine neue Geschichte. Zum Hören, zum Deutsch üben und manchmal zum Nachdenken. Danke, dass ihr heute dabei wart. Von Herzen. Passt auf euch auf. Und vergesst nicht, ein neuer Anfang ist keine Niederlage. Es ist oft der mutigste Schritt, den ein Mensch machen kann. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Geschichte.